Vielleicht mal kurz, wie ich überhaupt zu dem Thema komme, weil es ja, man denkt sich ja, SLAP ist doch eigentlich was recht Neues. Aus meiner Sicht ist es das nicht. SLAPs hat es eigentlich immer schon gegeben. Sie sind nur in den letzten Jahren deutlich stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Das ganze Phänomen kommt ja von der Beschreibung her, man hört es an den Namen, ist ja Englisch, aus den USA. Da kennt man das aus so dem einen oder anderen Film sicherlich, dass große Unternehmen, Konzerne, reiche Einzelpersonen versuchen, sozusagen die Aktivistinnen und Aktivisten, die für die gute Sache streiten, einzuschüchtern. Die verklagen und da gibt es ja auch prominente Beispiele, die da in der Realität Pate gestanden haben. Und genau darum geht es bei SLAPs. Also es geht darum, dass ich einen Teil der öffentlichen Auseinandersetzung um umweltpolitische oder um gewerkschaftliche Themen, um Fragen von kritischer Öffentlichkeit habe. Und ein Teil dieser oder ein Akteur dieser Auseinandersetzung, der in der Regel der angegriffen ist, sagt, ich nutze meine wirtschaftliche oder wie auch andersartige Übermacht aus, um Einzelpersonen oder Organisationen mit rechtlichen Mitteln lahmzulegen, wenn ich so will. Oder so weit in Existenznot zu bringen, dass sie überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, ihre Kritik anzubringen. Und diese Strategie ist natürlich, wenn das Thema wichtig genug für die Angegriffene ist, durchaus erfolgreich. Also machen wir so ein Beispiel. Wenn ich in Deutschland eine Klage auf Unterlassung erhebe wegen einer bestimmten Äußerung, dann hat das mehrere Effekte. Der erste Effekt ist, manche Leute, die sich an die Öffentlichkeit wagen, haben mit Recht und Anwälten gar nichts zu tun. Die kennen sich damit nicht aus und sind dementsprechend erstmal in so einer Defensive. Sie sind auf einem Terrain, wo sie nicht festen Boden unter den Füßen haben und fühlen sich dementsprechend unsicher und ein Stück weit auch eingeschüchtert. Das Zweite, man wird in so ein Verfahren gedrückt, in dem man vor Gericht ganz andere Spielregeln hat als in der Öffentlichkeit. Und das Dritte ist, so eine Klage, allein so ein Verfahren, je nachdem, mit welchem Streitwert ich das Ganze bei Gericht habe, kostet mehrere tausend Euro bis 10.000 Euro, je nachdem, an welcher Stelle dann auch Schluss ist. Und weil es so schön ist, kann man das Ganze ja nicht nur mit einem Verfahren machen, sondern wenn ich mehrere Äußerungen habe, derjenige nicht aufhört, sondern vielleicht noch eine zweite Veröffentlichung macht oder so, dann kann ich das natürlich beliebig oft wiederholen, wenn meine Kriegskasse groß genug ist. Und genau darum geht's. Es gibt halt dann mehr oder weniger sinnvolle oder sinnlose Klagen, einzig und allein zu dem Zweck, die Leute, die sich äußern, kritisch äußern, einzuschüchtern. Und das kennen wir aus anderen Bereichen auch recht strategisch, wird es teilweise gemacht, bei investigativen Medien. Wir kennen das bei Journalistinnen und Journalisten, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In den letzten Jahren sehen wir das vermehrt auch im Umweltbereich. Also wenn Aktivistinnen und Aktivisten beispielsweise, was ja rechtswidrig sein kann, Kraftwerke besetzen oder so, dass dann hinterher mit sehr hohen Schadensersatzansprüchen in Millionenhöhe gegen Einzelpersonen vorgegangen wird beispielsweise. Ich kann gleich gerne sicherlich noch das ein oder andere Beispiel nennen, aber das ist sozusagen der große Rahmen. Also ich habe eine öffentliche Beteiligung und gegen diese öffentliche Beteiligung, diese Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit wird mit strategischen, juristischen Mitteln vorgegangen, wobei dann eben die in irgendeiner Weise unverhältnismäßig sein müssen. Denn das ist das Schwierige, wir müssen ja abgrenzen. Auf der einen Seite gibt es ja durchaus gerechtfertigte Klagen. Ja, also kein Unternehmen muss es sich gefallen lassen, wenn Unwahrheiten über es verbreitet werden. Denn das ist nach dem geltenden Recht nicht zulässig. Aber ich finde immer so ein bisschen die Frage der Vehemenz. Ne? Also wenn ich sozusagen Petitessen habe, so kleine Falschdarstellungen, die aber eigentlich nicht so wirklich relevant sind, da wird sozusagen mit dem Holzhammer draufgehauen. Mit den Folgen, die ich genannt habe, Kosten,
dauert lange, sich dagegen zu verteidigen. Ich muss Anwältinnen beauftragen und. Das dauert teilweise Monate und Jahre, bis so eine Auseinandersetzung vorbei ist und dann kommt noch die zweite oder die dritte drauf. Da wird es irgendwann spannend. Und da sprechen wir irgendwann dann auch von SLAPPs. Wobei nicht hundertprozentig sozusagen festgelegt ist, wann genau habe ich einen SLAPP. Das ist immer so eine Frage des Einzelfalls. Ich kann das halt an ein paar Kriterien machen, die ich gerade schon so ein bisschen versucht habe aufzudröseln. Vor allen Dingen das Missverhältnis von Anlass und Reaktion, unterschiedliche wirtschaftliche Macht oder wirtschaftliche Potenz. Das sind so Punkte, die da mit reinspielen. Ich selber komme zu dieser SLAPP-Thematik, weil ich seit einigen Jahren vor allen Dingen kleinere Organisationen, Gewerkschaften und auch Einzelpersonen in solchen Verfahren vertrete. Nicht nur, wenn es SLAPPs sind, sondern auch sozusagen in anderen Auseinandersetzungen, wenn es um Persönlichkeitsrechte geht, angefangen von, keine Ahnung, Fotoveröffentlichungen, ja, wo man sagt, wo dann die eine Seite sagt, es ist unzulässig und sagt, ich gehe dagegen vor, bis hin zu falschen Tatsachenbehauptungen und so weiter und so fort. Und solche SLAPP-Fälle gibt es aber durchaus auch in meiner Praxis. Also wir haben dann durchaus auch solche Auseinandersetzungen. Was man sicherlich als eine Form von SLAPP verstehen konnte, war beispielsweise diese Auseinandersetzung um die sogenannten Hohenzollern, wo der Antrag oder der Betroffene, Georg Friedrich Prinz von Preußen, mehrfach gegen verschiedene Personen und Organisationen vorgegangen ist, recht großflächig, wo man sich durchaus fragen kann, ob das so eine Form von SLAPP beispielsweise war. Und dann war halt die Frage, muss der Bund oder müssen die Länder Berlin-Brandenburg da Entschädigungen bezahlen? Und das gab Verhandlungen zwischen der öffentlichen Hand und dem Haus Hohenzollern und da hat es eben doch ziemliche Kritik dran gegeben, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Presse oder auch von Politikerinnen und Politikern und da gegen Falschbehauptungen, so sagt das Haus Hohenzollern, ist man dann vorgegangen mit Abmahnungen und das dann eben recht großflächig. Das wurde von vielen, die das so beobachten, als durchaus unverhältnismäßig angesehen, weil es dann teilweise um eher Kleinigkeiten ging. Und letztlich hat man das so aufgefasst, dass vor allem die Massivität, also die Vielzahl von Auseinandersetzungen, um die es ging, da nicht mehr sozusagen verhältnismäßig war. Die Frage ist immer, ob demjenigen, der so vorgeht, das am Ende was nützt, weil das natürlich auch nicht nur auf der juristischen Ebene spielt, sondern auch in der Öffentlichkeit und sich dann, wenn so ein massives Vorgehen bekannt wird, man sich natürlich auch mal fragen kann, fällt einem das nicht am Ende auf die Füße? So. Aber an der Stelle hat man zu diesem Mittel gegriffen, ist dann später auch so ein bisschen davon, so ist meine Wahrnehmung, abgerückt. Aber es gab in jedem Falle so ein massives Vorgehen, dass ich schon, also aus meiner Warte fand ich das schon ziemlich bemerkenswert, wie viele Abmahnungen es da gegeben hat und wie viele auch gerichtliche Verfahren, mit denen man sich dann am Ende auseinandersetzen musste. Und ich war da eben involviert, weil einige der Betroffenen durch mich vertreten wurden und unter anderem es auch eine Auseinandersetzung um eine Volksinitiative gab, wo behauptet wurde, dass in den Unterschriftenlisten Unwahrheiten gestanden hätten. Das Ganze mussten wir bis zum Bundesverfassungsgericht treiben und wieder zurück. Und am Ende konnte die Volksinitiative durchaus, konnte dem Landtag in Brandenburg übergeben werden, der Landtagspräsidentin. Aber das stand so ein bisschen auf der Kippe. Und so sind juristische Auseinandersetzungen natürlich, können eben auch öffentliche Beteiligungen durchaus erschweren. Man muss dazu aber noch sagen, dass Hohenzollern das immer damit begründet hat, sich gegen Falschdarstellungen wehren zu wollen und sozusagen so die öffentliche Debatte auch ein Stück weit dadurch zu fördern, dass eben nur
dass eben nicht mit Falschdarstellungen operiert wird. So, das ist natürlich eine beliebte Begründung für so ein Vorgehen. Wir sind ja eigentlich sozusagen nur daran interessiert, Falschdarstellungen entgegenzuwirken. Was aber eine Falschdarstellung ist, das entscheiden am Ende die Gerichte. Und was rechtlich zulässig ist, das entscheiden dann auch die Gerichte. Und ich kann halt bessere oder schlechtere Argumente haben. Ja, und das ist eben auch so ein Kennzeichen von Slaps, dass ja, die Frage sich schon stellt, kann ich von vornherein bei manchen Ansprüchen auch erkennen, dass da eigentlich gar nicht viel hintersteht, sondern es im Wesentlichen darum geht, die andere Seite platt zu machen. Das ist aber diese Abgrenzung, die fällt mir schwer und die wird auch insgesamt schwer fallen, weil das einfach jedes Mal unterschiedlich ist, sehr stark vom Einzelfall abhängig ist.